Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert von Rabenstein und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, heute wieder aus der Natur. Ich bin schön im Wald und mein Ziel ist es heute, ein Feuer zu machen, nur mit natürlichen Dingen, die ich im Winterwald finden kann. Das ist gar nicht so einfach. Jeder von euch kennt wahrscheinlich schon Birke, die Rinde kann man immer anzünden. Mit einem Feuerstahl wird das allerdings gar nicht mal so einfach sein. Deswegen besorge ich mir dazu noch ein bisschen Zunder und das Wichtigste ist, ich möchte mir gern Kienspan oder aber Harz besorgen. Denn mit Harz und Kienspan kann man das Ganze noch ein bisschen beschleunigen und das hat so einen Effekt wie Wachs und das Feuer wird schneller prasseln. Ja, dazu nehme ich euch heute mit, begleitet mich in den Wald, ich zeige euch ein paar Dinge und ja, viel Spaß beim Zusehen. Hier habe ich im letzten Frühling meinen Fichtennadeltee her. Da hatte ich hier so ein paar Sachen abgemacht. Schön, das sind alles kleine Bäumchen geworden. Ein kleiner Windschutz. Und hier eine Feuerstelle. Ich glaube, hier hatte mal jemand ein Mini-Lager aufgebaut. Überall schöne kleine Hasenspuren von Rehen. Zwei runde Kugeln und ziemlich rote Pippi. Ich weiß nicht, ist sowas von einem Hase oder von einem anderen Tier? Wisst ihr das? Die Spur sieht ein bisschen aus wie Hase. Also längliche Pfoten hinten. Die auch nochmal gepullert. Scheint das Klo zu sein. Hier ist schon ein halbes Lager vorhanden. Ein Baum umgefallen. Ich glaube eine Fichte. Und so viel Material da. Könnte mal 1A einen Unterstand bauen. Sogar schon fast hier Windschutz. Dazwischen. Ziemlich cool. Ein Waldgespenst an einem Stein. Woher kommt das bloß?
Wintereinsatz sind die Lova TC4 GTX, die ich schon vorgestellt habe. Nochmal Link hier oben. Echt Sahne. Also ich finde die gut. Schön trocken, trotzdem ganzen Schnee. Das funktioniert. Bin zufrieden. Ja, Kienspan entsteht am besten an der Kiefer, aber teilweise auch an anderen Bäumen, an anderen Nadelgewächsen. Das sieht so ähnlich aus wie hier. Es könnte auch was sein. Das wirkt so rötlich und das liegt daran, dass es richtig schön durchforscht ist von Harz. Riecht sehr harzig, aber nicht so krass, wie man sich vorstellt. Aber jedenfalls Kienspan habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber sieht so ähnlich aus, ist sehr, sehr schwer, weil voll mit Harz. Und der entsteht, wenn der Baum eine Wunde mit Harz schließen will. Das heißt, der Baum hat irgendwie eine Wunde, das Harz wird dahin gepumpt und ist wie eine Art Versteinerung. Das sammelt sich da drin an und wenn dann der Baum irgendwann tot ist, können wir das ernten. Natürlich nicht von einem lebenden Baum bitte, sondern am liebsten nur von toten Bäumen. Deswegen findet man das oft an Wurzeln. Ja, und das sieht dann am Ende so ähnlich aus. Wenn man da so eine dünne Scheibe abmacht und Licht dahinter hält, wirkt das richtig schön schimmernd rötlich. Das hier ist, glaube ich, kein Kienspan. Aber wenn ich ihn mal finde, zeige ich ihn euch. Zwar nass, aber keine Kiefer, glaube ich, kein Kienspan. Riecht nicht und sieht auch nicht so schön rötlich aus. Ist das Kienspan? Von außen würde ich sagen, es ist eher eine Fichte, aber es sieht verharzt aus. Ne, ist noch von außen nass. Ne, das riecht auch nicht sehr harzig, leider. Sieht ähnlich aus wie Kienspan. So rötlich, aber es ist keiner. Vielleicht auch ein toter Baum. Also ich mache nicht an einem gesunden Baum rum. Der hat ja schon verharzte Stellen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist eher von außen. Ja, da ist mal ein bisschen was getropft. Passiert ja auch bei der Fichte. Aber das ist nicht schön durchzogen, wie beim Kienspan. Das hier ist sehr interessant. Schaut mal. Hier ist überall viel Harz. Das ist auch ein alter toter Baum. Das ist schon mal ein bisschen wie zugeklebt worden. Aber hier kommt überall das Harz raus. So wie als hätte damals jemand den Baum angeschlatzt und dann provoziert, dass er blutet. Vielleicht kann ich mir davon was mitnehmen. Ja, das ist schöner Harz. Riecht auch gut. Ich denke, davon esse ich mir jetzt was. Wie ihr sehen könnt, das sind alles kleine Harzstücke. Das ist sehr schön vollgesogen mit Harz, die Stücke. Da habe ich jetzt erstmal einen Beutel drin. Und mein Plan ist, zu Hause das mal in eine kleine schöne Dose oder sowas zu packen, sodass ich dann immer unterwegs auf Harzstücke zurückgreifen kann, um ein Feuer zu machen. Ja, der Nachteil, wenn man so Harz oder Kienspan erntet, ist, dass das Messer danach sehr schmutzig ist. Das Harz, das klebt gut. Wer das schon mal in der Hand hatte, weiß das. Das ist fast nicht abzubekommen. Da würde ich euch empfehlen, das dann zu Hause zu reinigen. Und zwar mit irgendwas, wo Alkohol drin ist. Vielleicht Spiritus, Waschbenzin, Reinigungsbenzin, irgendwie sowas aus der Kosmetik. Oder auch richtigen Alkohol einfach, so was wie Wodka. Geht auch. Damit bekommt das wieder sauber. So im Wald ist es schwierig. Muss man erstmal akzeptieren, dass es schmutzig ist. Ja, liebe Leute, im
im Winter ist es nicht einfach, so richtig trockene Sachen zu finden. Umso kleiner, feiner und älter die Sachen sind, sowas wie alte Blätter oder hier so ein bisschen Kraut, ja, umso mehr Luft da drum kommt, umso schneller kann es wieder trocknen, wenn es mal richtig nass war. Deswegen glaube ich, das hier könnte eventuell gut Funken fangen und brennen. Ist auch eh alt. Dann nehme ich mir hier was ein bisschen davon mit. Was auch immer gut funktioniert, sind hier so kleine Äste von alten Bäumen, möglichst trocken. Das hier liegt schon eine Weile. Und dann nehme ich mir hier so ein paar Verästungen mit. Wenn man die ganz einfach abbrechen kann, sind sie wirklich alt. Wenn sie schwer abgehen und noch viel Stabilität haben und sich so dagegen wehren, dann macht sie bitte nicht ab, weil dann sind sie noch jung und haben noch ein Leben vor sich. Ja, hier hat ein Tier, vielleicht ein Reh, versucht, was Frisches rauszubekommen aus diesem Loch. Liegt überall Moos drumherum. Was man immer braucht für ein Feuer, oder ich würde sagen fast immer, gerade bei so nassen Temperaturen, ist Birke. Hier haben wir ein kleines Stämmchen und hier sieht man schon, kann sich hier einfach die Birke ernten, und wichtig ist, dass es so dünnes Papier ist, denn dünnes Papier brennt auch von der Birke spitzenmäßig, wenn mit dem Feuerstahl entzündet. Das heißt, ich ernte mir hier ein paar Sachen. Meistens muss man gar nicht wirklich mit dem Messer oder sowas ran, sondern nehmt am besten die dünnen Locken, die sowieso abgehen, weil die sind am Ende auch wirklich am trockensten und funktionieren gut. Ja, natürlich für jedes Feuer braucht man Holz. Ich werde das heute mal mit dem Condor Heavy Duty Kukri probieren. Ich bin gespannt. Schön scharf. Ja, ich habe hier Birke genommen, ziemlich nass, aber das wird brennen. Das ist auch ganz schön durchforscht von Feuchtigkeit, also schon ziemlich oll. Ging natürlich trotzdem super hier zu teilen. Ja, und jetzt werde ich noch batonen, das heißt spalten mit einem Hilfsmittel. Ja, wie ihr sehen könnt, das war schon mal ziemlich nass, aber mittlerweile ist es trocken. Ja, so das Holz hier ist gut, das kann ich gut verwenden. Ja, als erstes macht es sich gut, auf jeden Fall darunter ein bisschen etwas Trockenes hinzulegen, weil natürlich der Boden ist auch nass, unpraktisch. Und ja, dann habe ich hier meinen Zunder von vorhin, schön klein und weich. Der braucht etwas von der Birke, was fast ist wie Papier. Also hier so richtig dünne, schöne, dünne Streifen. Hier zum Beispiel habe ich schöne. Ein bisschen luftig erstmal zusammenlegen und quasi der Feuerstahl soll eine Angriffsfläche haben. Ja, ich habe mir dafür von Hultafors hier noch so einen ganz einfachen Feuerstahl besorgt und den werde ich jetzt mit der
mit dem Rücken vom OK4 anreißen. Ungefähr so. Ja, da könnt ihr schon sehen, das gibt mächtig gute Funken. Ja, ich nehme jetzt hier so ein Stück von meinem Zunder. Und dann wird angezündet. Gar nicht so einfach, das so anzureißen, dass es drinnen landet und nicht irgendwo anders. Dann schnell was reintun, das Ganze am Leben halten, dünnes Geäst und Birke. Ja, es war gar nicht so einfach mit dem Feuerstahl, aber es hat funktioniert. Ab und zu mal hat man noch das Magnesium. Ich habe ganz schön viel abratzen müssen. Ein bisschen füttern und es sollte eigentlich nicht mehr ausgehen. Ja, liebe Freunde, soweit von mir und vom Kukri. Auch heute wieder. Es war ein geiles Teil. Das Condor Heavy Duty Kukri ist einfach mal totaler Spaßfaktor. Es macht Spaß, damit Holz zu bearbeiten, damit zu hacken. Habe auch ein kleines bisschen geschnitzt, aber ansonsten Feuerholz vorbereiten ist damit spitze. Es macht einfach Spaß. Wie ihr sehen könntet, ein Feuer zu machen im Winter, wenn es so nass ist, ist wirklich nicht einfach. Ihr braucht dafür sehr trockene Materialien. Sowas wie Harz oder Kienspan ist perfekt und natürlich Birke braucht man immer. Ansonsten ist es halt wirklich schwer, etwas Trockenes zu finden, mit dem es gut funktioniert. Ja, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Darüber freue ich mich. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, weil ich mache öfters solche Videos und ich teste Dinge, ich mache Touren, ich nehme euch mit in die Natur und wenn ihr darauf Bock habt, bleibt doch gerne bei mir, bleibt bei Robert von Rabenstein. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, geht auch gerne mal raus, genießt die Natur, es ist herrlich. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert vom Rabenstein.